Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, wir schäumen heute einen Schädel, beziehungsweise machen erstmal die Silikonform dazu. Da das mit den Hörnern ja so gut und dem Drachenschädel geklappt hat, versuche ich mich jetzt mal an ein bisschen was Größerem. Wenn euch das ganze Thema gefällt, denkt dran, abonnieren nicht vergessen, damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Ne? Glocke und so weiter, kennt ihr ja. Ne? Und dann wollen wir mal loslegen. Bleibt dran, wir sehen uns. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne. Das ist Gustav oder so, keine Ahnung. Den nenne ich jetzt einfach mal so. Jetzt habe ich mir überlegt, damit ich nicht zu viel Silikon brauche. Und ich muss ehrlich sein, ich war ein bisschen zu faul, mir da irgendwie ein Ding zu bauen. Bin ich hingegangen, habe den Karton, in dem, Entschuldigung Leute, der Karton, in dem der Schädel halt war, ein bisschen kürzer gesägt, beziehungsweise geschnitten, dass der reinpasst. Ja. Nach oben hin ein bisschen mehr Platz gelassen, aber muss ja nur bis über den Schädel. So. Dann habe ich mir noch überlegt, damit das Ganze, wie bei den Hörnern, da war ja unten hin offen. Dadurch, dass ich ja von oben drauf gieße, wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich von unten dann ein bisschen Luft habe. Sonst habe ich mich dann auch wieder so ein komisches, bei den Hörnern sah das ja noch gut aus. Beim Schädel bin ich mir da nicht so sicher, ob das dann gut aussieht, wenn da so ein bisschen gezauselt drauf ist. Deshalb habe ich mir von einem Rohr aus Kunststoff so 2 Ringe geschnitten. Die klebe ich dann mit Heißkleber hier unten drunter und setze das dann Ganze hier in den Karton da rein. Das mache ich dann mit Heißkleber. Ich hoffe, das funktioniert. Allerdings habe ich bei dem Schädel, den finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Habe ich gesehen, hier an den Stellen ist er natürlich so durchgängig. Das ist natürlich ein bisschen blöd, danach beim Schäumen. Jetzt bin ich am Überlegen, die 2 Stellen werde ich jetzt erstmal zumachen. Weil so rein überlegungstechnisch, ich jetzt das Silikon mache, geht das ja hier dann quasi durch die Dinger durch und dann kriege ich das nachher nicht mehr raus. Beziehungsweise müsste dann hier immer einschneiden. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Hätte ich dann nachher beim Schäumen dann natürlich auch. Finde ich dann ein bisschen kacke. Also deshalb werde ich wahrscheinlich das hier jetzt erstmal mit Heißkleber oder sowas ein bisschen versuchen zuzumachen. Muss ja nicht allzu viel, ist ja nur damit das Silikon da quasi nicht durchläuft. Da gucke ich jetzt gleich mal, die Heißklebepistole, hoffe ich, habe ich eingesteckt, ja. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hinkriegen, ne? Aber ich denke mal schon. Mal gucken, wie das aussieht. Ob das schon heiß genug ist. Oh, kommt schon was. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Die Dinger, die kleben wir jetzt einfach mal hier so drauf. Oh ja, das klappt, Leute. Ich bin begeistert. Bevor wir dann gleich noch weitermachen, und das Silikon darf ich natürlich nicht vergessen, um den Karton mache ich dann noch Klebeband. Paketklebeband, damit danach nichts auslaufen kann. So, das ist jetzt nicht so ganz gerade, aber ich denke mal, das wird schon funktionieren. Ist halt damit noch ein bisschen Deckenhöhe ist, sage ich jetzt mal. Ja, dann gucken wir mal, ob man das Ganze hier jetzt irgendwie mit Heißkleber ein bisschen, obwohl wir könnten ja mal gucken, ob man das irgendwie, damit man nicht so viel kleben, ups, damit wir da nicht so viel kleben müssen, irgendwie mit ein bisschen Schaumstoff schon mal zukriegen. Vielleicht klappt das ja auch. Gott sei Dank habe ich ja immer noch so ein Reststücke hier rumfliehen. Direkt so neben mir. Ich schneide jetzt einfach da mal ein bisschen was aus. Das ist natürlich viel zu groß. Schauen wir einfach mal, ob wir das da so reinkriegen.
nachher nicht mehr ganz so viel Kleber, den wir da reinbringen müssen. Gut, klappt schon so halbwegs. So. Da hätten wir schon mal zu. Dann tun wir jetzt noch mit Heißkleber fixieren. So ein bisschen viel. Aber ich würde sagen, das klappt. Und schon haben wir das Problem gelöst. Lassen wir noch ein bisschen abkühlen dann. Also hier am Rand ist es schon gut. Seht ihr, dann habe ich jetzt hier den Schaumstoff drin, dann kann nämlich das Silikon dann danach nicht durch. Muss man ein bisschen mit nachkleben, damit auch wirklich die Ritzen zu sind. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, klappt das schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir die zwei Löcher soweit zu. Das klappt wirklich super. Bin begeistert. So, in der Zwischenzeit, wo das jetzt abkühlt, werden wir das Ganze hier mal mit Paketklebeband einwickeln. Wie gesagt, ich war jetzt einfach zu faul, mir da eine Form zu machen, und der Karton, der passt ja. Man muss es zwar halt diagonal rein, aber man hat rundherum nicht so viel Platz, also da hat man nicht so viel Silikon. Ihr wisst ja, das Zeug ist scheiß teuer. Ich muss das ja auch aus der eigenen Tasche bezahlen. Also nicht, dass er meint, das sponsort mir einer. Ne? Dann haben wir das Ganze jetzt soweit erstmal fertig. Schauen wir, das ist dicht genug dann. Gut, hier unten mit dem Karton, das wird natürlich vielleicht, ja, das ist jetzt natürlich noch nicht so das Optimale, weil das hier unten so ein bisschen mehrteilig ist. Könnte sein, dass da noch was drunter läuft. Ist vielleicht auch nicht so ganz das Optimale. Vielleicht noch irgendwie ein Stück Pappe da reinmachen. Aber dann läuft das da auch drunter. Wisst ihr was, Leute? Ich mache das jetzt einfach hier mal mit Heißkleber und klebt das irgendwie mal ein bisschen zusammen. Ein bisschen drücken. Vernünftig hält. Oh, so sieht das jetzt drinnen aus. Also auf jeden Fall besser wie vorher. Da standen die Dinger noch so ein bisschen hoch. So, müssen wir noch mal gucken. Dann so. Ja, dann machen wir hier mal so eine ordentliche Ladung Heißkleber drauf. Hier auch. Dann werden wir das Ganze hier mal drin so weit fixieren. Hoffe ich, dass der genug Luft überall hat. Apropos Luft, da müssen wir natürlich dann auch wieder gucken, dass dann beim Reinkippen von dem Silikon wieder nicht so viel Luft blasen. Übrigens habe ich mir immer noch kein größeres Gefäß zum Mischen geholt. Da muss ich dann auch mal gucken, aber das sieht schon mal ganz gut aus. So, das geht. Das ist ein bisschen nach ein, zwei Seiten, also ein bisschen knapp vom Platz. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr rüber, aber mal gucken. Nicht ein bisschen wurmt in den Ecken, ist noch ein bisschen sehr viel. Vielleicht ein bisschen Silikon einzusparen, könnte man da vielleicht noch was einbauen. Mal gucken. Ja, ich habe mir da noch ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar der Schädel hier in den Ecken. Ist ja noch ein bisschen Platz, da muss ja eigentlich nichts hin. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich hier noch so ein Stück Pappe einklebe, ich hoffe, das funktioniert, dass ich dann ein gutes Stück an Silikon einsparen kann.
Ich denke mal, dann fangen wir mal an. Ich nehme mal irgendeine Unterlage. Ein Stück Pappe oder sowas. Das habe ich mal wieder oben vergessen. Wo, vor allen Dingen, wo ich euch ja immer erzähle, immer eine Unterlage drunter. Ne? Also ich schmeiße selber nicht an meine eigenen super Tipps. So. Wollen wir mal gucken. Brauchen wir die Waage wieder. Ein paar Becher. Dann nehme ich wieder so einen alten Patexpinsel. Der ist schön. Kann man dann zum Umrühren ja wieder nehmen. Habt ihr ja schon mal gesehen. Ja, und dann habe ich dann mal ein paar Flaschen von dem Silikon wieder. Und noch 2 komplett neue. Da muss ich aber direkt erstmal gucken. Die brauchen wir ja gleich. Das ist nämlich wieder zugeklebt. Also ich muss ja sagen, hat 2 Komponenten Silikon ist schon eine geile Sache. Nur es ist halt, ehrlich gesagt, scheiß teuer. Ich habe da echt ein mieses Gefühl, Leute. Das wird, ich glaube, das wird vorne und hinten nicht reichen. Also wenn ich bis auf die Hälfte komme, glaube ich, da kann ich schon froh sein. Ich muss jetzt wirklich nochmal Silikon nachbestellen. Habe jetzt schon wieder nochmal 3 Becher. Ich hoffe jetzt noch einen Becher. Das reicht. Also ich hatte nochmal 2 Liter nachbestellt. Ich hoffe, dass einen habe ich jetzt hier, das sind schon wieder der Liter. Also sind wir da jetzt schon quasi bei 2,5 Liter ungefähr, die ich jetzt da reingekippt schon habe. Also das ist ein teurer Spaß. Nur so für die Leute, die es halt interessiert, 1 Liter von dem hier, also von dem Silikon. Also insgesamt halbe, ne? Also 1 Liter 40 Euro. Ne? Also könnt ihr euch ja ausrechnen bei 2,5 Liter, was für den Schädel quasi die Silikonform gekostet hat. Also günstig ist sowas nicht herzustellen. Das sage ich euch dann direkt schon mal. Ne? So, ich gucke mal, dass ich die Flaschen hier noch leer mache. Und dann hoffe ich mal, dass ich den 1 Liter, den ich jetzt hier noch in Reserve habe, nicht auch noch brauche. Ich hoffe nur, dass das Ding nicht vermurkst ist. An einer Stelle hatte ich nämlich schon ein Stück Pappe, damit der Schädel so ein bisschen auf Seite gedrückt wird, damit da mehr Platz am Rand ist. Und dann hatte ich dann aber nicht rausgeholt und die Pappe ist dann mit dem Silikon trocken geworden. An einer Stelle wird das nicht so schön aussehen, aber na ist egal, kann man ja wahrscheinlich ein bisschen beiarbeiten. So, also drauf. Ein bisschen war das noch in die Seitenteile hier reingelaufen. Würde ich, wenn ich das hier raushole, wahrscheinlich noch einiges an Arbeit haben und das Ganze ein bisschen beischneiden müssen, aber das ja. Hauptsache drinnen, das ist alles soweit okay. Und dann muss ich jetzt gucken, wie ich das Ding am besten durchschneide. Aber das muss ich gucken. Das Ganze sollte jetzt soweit trocken sein, hoffe ich. Und dann fangen wir mal an, das Ganze immer so ein bisschen auszupellen. Bin mal gespannt, wie gut das nachher klappt. Ja, normalerweise dürfte es da eigentlich keine Probleme groß mehr geben. Das Ganze war jetzt ein bisschen Arbeit, alles runterzukriegen. Ich habe auch an den Stellen hier und da habe ich die Pappe rausgeschnitten. Das ist so noch die Reste davon, ne, was ich dann darunter geschnitten habe. Also schon ein Teil
Wie ihr seht, Silikon daneben gegangen. Da hätte ich mir mindestens einen Becher sparen können. Also wie gesagt, Leute, macht am besten erstmal alles dicht und dann erst. Was gut funktioniert hat, mehr oder weniger, hier haben wir noch ein paar Reste dran, aber das ist nicht so schlimm, Hauptsache drin ist erstmal alles sauber. Mit diesen Plastikdingern, die ich drunter geklebt habe. Hier die zwei. Ihr seht, die Löcher sind da. Der Plan ist ja dann, hier an den zwei Löchern, der Schaum, der dann zu viel ist, rausschäumen soll, damit er ein bisschen Druck auf die Wände ausübt. Also soweit der Plan. Ob das funktioniert, mal schauen. Oder würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal hier so einen Schnitt von hier. Einfach mal hier so schräg rüber. Mal gucken, ob wir das Ganze jetzt hier rauskriegen. So, da haben wir den schon mal draußen. So an ein, zwei Stellen muss ich glaube ein bisschen schnippeln. Aber so im Großen und Ganzen haben wir ihn gut rausgekriegt. Und so sieht es jetzt hier drinnen aus. Ganz tun wir mal wieder zusammen. Also ich muss sagen, das hat echt gut geklappt. Wie gesagt, sieht jetzt hier an den Kanten nicht so toll aus. Da kann man noch ein bisschen an ein paar Stellen vielleicht ein bisschen nachschneiden. So eine kleine Schräge rein. Dann sieht das ein bisschen hübscher aus. Aber im Endeffekt ist es egal. Aber drinnen, das ist wichtig. Oh, also Packer. Ne, machen wir nicht. Das könnte vielleicht nachher nicht so gut sein, wenn ich zu viel wegmache. Lass mal lieber sein. Ich habe mir dann noch mal ein paar von den Zangen hier geholt. Natürlich hatte ich die wieder alle im Bastelzimmer, wie immer. Ist vielleicht was einfacher dann später. Jetzt hier, dann brauche ich das nicht so zusammen zu frickeln. Ich hoffe, dass die nachher... Hier ist an einer ist das Ding weg. So, klappt das so? Ja, irgendwie nicht so gut. Also ich muss ehrlich sein, das ist jetzt nicht so das Optimale. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Aber wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach so ein Stück Lederriemen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel ich in das Ding hier reinkippen muss. So ein Becher könnte ein bisschen viel sein. Ich sag jetzt mal, wir nehmen mal von jedem einen halben Becher. Wahrscheinlich wieder viel zu viel, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel wir da reinkippen sollen. So. Lassen wir den drauf. Setzen auf 0. Dafür habe ich mir auch extra wieder neuen Schaum gekauft. Ich hoffe mal, dass das nicht viel zu viel war. Ich gehe doch schon fast von aus, dass ich da viel zu viel reingekippt habe, Leute. Halten wir das hier oben noch ein bisschen zusammen. Oh ja, da kommt einiges. Hey, bin mal gespannt. Also an dem Loch ist es schon fast oben. Hier fehlt noch ein bisschen. Aber ich gehe mal von aus, dass die Menge auf jeden Fall reicht. Also merken wir uns mal 100 von der einen Komponente und 50 von der anderen. Also hier bei dem einen Loch will das nicht so ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich hoffe mal, da tut sich noch ein bisschen was. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ein bisschen mehr. Na gut, ich habe ein bisschen daneben gekippt und hier ist auch noch ein bisschen. Na ja, gut, so viel ist es nicht.
Ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen was mehr reinkippen. Also das bisschen, was jetzt hier daneben und unten raus, hier in das Loch rein, dann hätte es wahrscheinlich ausgereicht. Also muss ich ein bisschen mehr nehmen. So wie das aussieht. Mal schauen. Also richtig aus den Löchern kommt das noch nicht raus. Ich glaube, allzu viel wird sich da jetzt auch nicht mehr tun. Aber das ist ja jetzt der erste Test noch. Zu gucken, wie sich das generell noch. Also am Blubbern ist es noch. Und so ein bisschen so Knackgeräusch. So ein bisschen, als wenn der Schaumstoff so zusammen macht. Ne? Also, mal schauen. Aber so wie das aussieht, würde ich jetzt sagen, so allzu viel wird sich da nicht mehr ausbreiten. Aber so für den ersten Versuch, das ist ja wahrscheinlich, das hier ist hier die Seite. Das müsste dann eigentlich quasi so sein. Und kann sein, dass hier so ein bisschen was fehlt. Also hier so. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie nennt man das, abkühlen, hart werden. Das Ganze habe ich jetzt eine ganze Weile trocknen lassen, doch ein bisschen mehr wie eine Stunde, obwohl hätte gar nicht gebraucht. Also ich bin nochmal auf Nummer sicher gegangen. Ich denke mal eine halbe Stunde hätte auch locker gereicht. Oder eine Viertelstunde. Das geht eigentlich relativ schnell. Aber ich wollte es halt ein bisschen, weil es halt eine größere Menge war, wollte ich halt jetzt mal ein bisschen länger austrocknen. Oder härten oder wie auch immer lassen. So, ein bisschen war das natürlich daneben gegangen. Okay. Na, dann sind wir jetzt mal gespannt. Fangen wir erstmal an den breiteren Stellen schon mal so ein bisschen auseinander zu machen. Also für das Zusammenmachen muss ich mir echt noch ein bisschen was einfallen lassen. Also ein bisschen eingedrückt irgendwie hier an der Stelle, aber naja, schauen wir mal. Okay, das hier müsste die vordere Seite, ne, da hinten das müsste, oder? Ja, das hier, das ist die vordere Seite, okay. Dann gucken wir erstmal, dass wir hier das hintere, beziehungsweise wir gucken uns einfach mal, wir machen jetzt hier mal eine Seite los. Und natürlich gucken, da in der Nase und so da drinnen ist. Müssen wir da auch ein bisschen lösen. Also hier so der Hauptteil vom Schädel, das geht eigentlich ganz gut. Hier haben wir jetzt auch. Das eine Auge haben wir raus, die Nase haben wir auch raus. Hier hängt noch ein bisschen. Mensch Leute, ich bin echt begeistert. So, hier haben wir schon mal alles raus. Das stellen wir mal hier so auf Seite. Okay. Am Kinn ist ein bisschen nicht so gut geworden. Aber wir haben ja hier auch noch so ein bisschen was zum Wegschneiden. Gut, das war jetzt der erste Versuch. Also war das gar nicht hier so an der Stelle, wo was gefehlt hat, sondern eher hier unten, in dem Bereich. Schneiden wir noch ein bisschen was weg. Wie gesagt, das war ja jetzt der erste Versuch. Der erste wird meistens nicht so besonders berauschend. Aber ich muss sagen, also selbst für den ersten Versuch, was sagt er? Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen nachmachen. Beziehungsweise beim nächsten Mal gucken, dass das besser reinkommt. Ich muss jetzt aber echt noch mal gucken, welche Stelle das war. Ja,
Das war ja hier das Loch, wo nicht der Schaum so ganz rauskam. Also war das gar nicht die Seite, wo ich angenommen hatte, sondern hier, wo was gefehlt hat. Also im Endeffekt hat nur ein bisschen Schaumstoff gefehlt. Also ich hätte ein bisschen mehr reinkippen müssen. Also gehen wir dann so auf 120 zu 60. Dann habe ich noch ein bisschen Reserve. Und dann müsste das eigentlich reichen. Aber so für den ersten Versuch, also mal abgesehen jetzt hier von der Stelle hier. Also ich muss sagen, ne, habt ihr ja schon in der Nahe was näher schon gesehen. Wie gesagt, bis auf die Stelle hier, wo der Schaum halt ein bisschen zu wenig war. Also ich bin echt total geil. Guckt euch das an. Kann man vom Kopf schmeißen, alles. Kommt natürlich dann noch was Flexi-Paint drauf. Vielleicht tue ich da doch hier noch so ein bisschen bei. Dann sieht das nämlich nachher so aus, als müsste das so sein. Sieht dann nämlich ja nicht mehr ganz so schlimm aus an der Stelle. Aber ich muss sagen, also für einen ersten Versuch bin ich super zufrieden. Also wie gesagt, hat halt ein bisschen was gefehlt, aber ansonsten guckt euch die Details mal an. Ne? Also super. Muss man natürlich auch durch den Schnitt, wo das war, ist ganz minimal hier nur. Kann man ein bisschen, wenn man, aber muss eigentlich kaum. An ein paar Stellen hat er ein bisschen eine Naht. Kann man dann mit der Schere ein bisschen beischneiden und dann ist das gut. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin schwer begeistert. Ich denke mal, ich werde dann noch ein paar Stück vermachen. Und dann werde ich, denke ich mal, ein Video wieder machen, wie ich die ganzen Dinger pinsele, wie bei den Körnern. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Oder generell, wie ihr das Ding findet. Also für den ersten Versuch bin ich echt super zufrieden. Ja, dann denkt dran, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, ne? Liken und so. Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge habt. Oder generell eure Meinung kundtun wollt, ne? Könnt ihr gerne unter dem Video machen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.